Erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Hobbys Kochstunde. Und wir machen heute keinen Apfelkuchen und wir machen keinen Käsekuchen, sondern eine Eierlikörtorte. Und da freue ich mich schon richtig drauf und ich kann es kaum abwarten anzufangen. Also, legen wir los und fangen an. Auf geht's! Da bereiten wir erstmal die Springform vor. Ja, und was ist das für eine Springform? Es ist eine 26er Springform und die rüsten wir mit Backpapier aus. Und damit seitlich das Backpapier besser hebt, nehme ich einfach immer dazu ein bisschen Butter. Und weiter trennen wir zuerst mal die Eier. Da nehmen wir 4 Stück. Das getrennte Eiweiß, das geben wir natürlich dann in einen Pürierbehälter, weil später machen wir daraus Eischnee. Weiter können wir schon mal Backpulver, Mehl und die Prise Salz zusammen vermischen. Vermischen können wir dann auch schon mal den Zucker mit dem Bourbon Vanillezucker. Ja, die 4 Eidotter, die geben wir jetzt dann in eine Rührschüssel. Und wir mixen das Ganze dann richtig kräftig durch, damit dieses Eigelb so richtig schön schaumig wird. Gleich danach geben wir schon den gemischten Zucker hinzu und rühren das Ganze weiter kräftig durch. Dann wird das nachher so richtig schön cremig. Ja, parallel dazu haben wir schon mal Butter weich werden lassen. Und die 125 Gramm geben wir jetzt auch dazu und rühren das weiter wieder kräftig durch. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man die Butter natürlich nicht als ganze Bolle dazu gibt, sondern einfach in kleine Portionen. Gut, manche nehmen für den Teig geraspelte Schokolade. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich nehme jetzt diesmal Kakaopulver hinzu und dieses Kakaopulver, das mische ich schon vorher jetzt mal kurz mit dem Mehl. Dann holen wir wieder unsere Rührschüssel her, geben die Nüsse hinzu und ein bisschen Milch und rühren wieder weiter kräftig durch. Walnüsse oder Haselnüsse wären hier jetzt richtig gut geeignet. Aber das könnt ihr nehmen, wie ihr wollt, je nach Geschmack. Ja, und geben jetzt alles hinzu und ein bisschen Milch, weil wir wollen jetzt ja auch einen lockeren Biskuitteig haben. Ja, wir dürfen natürlich die Eiweiße nicht vergessen, aus denen machen wir jetzt noch fluffigen Eischnee. Und diesen Eischnee, ja, den heben wir dann vorsichtig unter. Ja, ist das geschehen, ja, dann kommt ja das Ganze dann auch mal in die Springform hinein und wir streichen das Ganze dann schön glatt. Natürlich haben wir den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad, weil jetzt kommt dann der Teig für 30 Minuten in den Backofen bei Unter- und Oberhitze. Ja, dann haben wir ihn auskühlen lassen und befreien ihn von der Springform. Dann nehmen wir natürlich auch das Backpapier weg und dann drehen wir ihn um, so können wir ihn nachher besser von dem Backpapier erlösen. Da natürlich immer vorsichtig vorgehen, damit der Biskuitteig nicht kaputt geht.
Ja, bald sind wir fertig, aber nicht ganz. Jetzt nehmen wir 600 Milliliter Milch, wir nehmen 600 Milliliter Sahne, nehmen Sahnesteif dazu und Zucker und schlagen die Sahne steif. Ja, natürlich nehmen wir als Zucker Puderzucker, weil normaler Haushaltszucker ist hier ungeeignet. Aber ich muss sagen, beim Sahne-Steifschlagen, da habe ich eine richtig große Sauerei gemacht, oder nicht? Seht mal, wie das Ganze aussieht, mein Arbeitsplatz. Nun ja, dann nehmen wir die Sahne und geben 2/3 von der Sahne auf den Biskuitteig drauf und streichen den schön glatt, so dass vom Biskuitteig nachher nichts mehr zu sehen ist. Ja, wir nehmen 2/3 von der Sahne, aber das ist nur eine ungefähre Mengenangabe, weil die restliche Sahne muss reichen noch für die Verzierung. Denn wir wollen ja schließlich, dass die Eierlikörtorte so richtig lecker und ansprechend aussieht. So, und für die restliche Sahne brauchen wir einen Spritzbeutel und den füllen wir natürlich mit Sahne. Und dann können wir auch schon loslegen mit der Verzierung von dieser Torte. Ja, und wenn noch Sahne übrig ist, dann machen wir auch noch Tupfer in die Mitte von der Torte. Und gleich geben wir dann die Torte danach in den Kühlschrank, weil die muss runtergekühlt werden. Weil jetzt geht es um den Eierlikör. Und da nehmen wir 150 Milliliter und erhitzen die, bzw. erwärmen die. Parallel dazu geben wir Gelatinepulver in eine kleine Schüssel mit ein bisschen Wasser und lassen das quellen. Anschließend geben wir dann die Gelatine mit in den Topf und rühren das Ganze so lange durch, bis die Gelatine sich im Eierlikör aufgelöst hat. Also jetzt nochmal zur Erinnerung, der Eierlikör soll warm sein, aber nicht heiß, weil der kommt ja gleich danach auf die Torte drauf und die soll ja deswegen ja nicht schmelzen. Ja, und wenn er dann drauf ist, dann ab damit sofort in den Kühlschrank, damit der Eierlikör dann auch abgekühlt wird. Ja, und eine halbe Stunde später kommt dann die letzte Zutat dran und das sind Schokoraspeln. Die raspel ich auf den Rand drauf. Ihr könnt aber auch gekaufte Schokoraspeln nehmen. Ja, und dann ist es endlich soweit. Wir nehmen ein gutes Stück vom Kuchen weg. Ja, und das können wir jetzt probieren. Ja, und probieren muss ich es nicht. Ich weiß, das schmeckt richtig hammergut, weil den habe ich auch schon ziemlich oft gemacht. Nun, aber sind wir am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Koststunde. Versucht diese Torte doch einmal, die schmeckt so richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge natürlich auch wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bleibt gesund.